Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autoforie.de. Wir sind heute im sonnigen Triest für euch unterwegs und testen ein Fahrzeug, das genau für dieses Wetter gemacht ist. Und zwar rede ich dabei vom Mercedes-AMG C43 Cabriolet. Mit dem C43 Cabriolet hat Mercedes zum ersten Mal ein Cabriolet rausgebracht, das wirklich auf der C-Klasse basiert. Dementsprechend ähnelt es natürlich auch der C-Klasse bzw. dem C-Klasse Coupé sehr, aber wir haben doch einige Unterschiede. Was ich am neuen C43 Cabriolet unheimlich mag, ist, dass es nicht nur, wie zum Beispiel von der C-Klasse oder dem C-Klasse Coupé erwartet, so etwas Stabiles und einfach nur Elegantes hat. Nein, es hat auch irgendwas Aggressives und es hat auch wirklich was so ein bisschen auf den Boden geholt aussieht. Das setzt sich natürlich aus verschiedenen Designelementen zusammen, zum Beispiel den bereits bekannten Grill. Den bezeichnet Mercedes als Diamantgrill durch diese einzeln eingesetzten, ja man möchte schon sagen Steinchen, es ist natürlich eigentlich Chrom. Außerdem, wie immer, das Mercedes-Logo schön präsent eingefasst von diesen Streben. Und da haben wir zum Beispiel schon einen Punkt, wo wir den AMG von dem echten AMG unterscheiden können. Denn der echte AMG hätte jetzt theoretisch zwei Streben. Wir haben hier aber nur einen. Doch dazu später mehr, denn die Sportlichkeit kommt natürlich nicht nur vom Grill, sondern auch unter anderem von den Lufteinlässen, die wir hier unten haben, oder auch von der Lippe. Die mag ich besonders gern. Die hat so vorne ein bisschen Kanten und schwingt dann nochmal in der Mitte zusammen. Aber auch die Scheinwerfer gefallen mir sehr gut. Voll-LED haben wir hier in diesem Fall, natürlich leider nicht serienmäßig. Aggressivität und Sportlichkeit finden wir auch an der Seite wieder. Und zwar in diesem Fall in Form von Felgen. Diese Felgen, und wer mich kennt, der weiß, ich habe immer etwas an Felgen zu kritisieren, sind in meinen Augen wunderschön. Ich mag diese Kombination aus hell, dunkel, die Speichen. Gefällt mir alles. Wir haben übrigens generell beim C-Klasse Cabriolet 17 Zoll Felgen serienmäßig. Bei der AMG-Version, wie sie wir jetzt hier stehen haben, 18 Zoll. Aber dieses Gutstück hat 19 Zoll. Was natürlich sehr viel optisch bei einem Cabriolet ausmacht, ist das Verdeck. Und hier haben wir jetzt ein voll elektrisches Stoffverdeck. Neben der Standardvariante, die ebenfalls schwarz ist, gibt es noch die Möglichkeit, auf ein Akustikverdeck abzugraden, das dann gleichzeitig auch noch so ein bisschen klimafreundlicher ist. Da haben wir dann die Wahl zwischen dunkelbraun, dunkelrot oder aber auch dunkelblau. Den Mercedes AMG C43 erkennen wir von hinten natürlich klassisch an den Schriftzügen, die wir hinten dran haben, aber auch an einigen Extras, zum Beispiel an dieser optionalen Carbonlippe hinten. Damit kann man sich dann sozusagen noch mehr Sportlichkeit einkaufen. Und was auch AMG-typisch ist, sind hier unten die Auspuffblenden. Dahinter verbirgt sich dann natürlich auch ein Kofferraum, und zwar mit einem Volumen von 360 Litern. Wenn wir denn allerdings das Verdeck öffnen, dann verringert sich das Ganze auf 285 Liter. Das sieht vielleicht nach nicht so viel aus und hört sich auch nicht so viel an, aber ihr könnt es sehen, wir haben hier zwei Cases locker untergebracht. Ihr habt es ja schon gesehen und Larissa hat es euch auch gezeigt. Wir haben nicht das normale C-Klasse Cabrio, sondern die AMG Light-Variante. Und die hat einen, sagen wir mal, leicht verbesserten 3 Liter V6. Den kennt man eventuell aus dem C400, da leistet er 333 PS. Hier sind es 367 PS. Manch einer sagt, das ist einfach nur so ein gleicher Motor mit AMG-Badge für mehr Geld. Stimmt nicht ganz. Ja, er hat mehr Drehmoment mit 520 Newtonmeter. Ja, er fährt 250 km/h schnell. Ja, er verbraucht in der Theorie 8,3 Liter, aber das tut gar nichts zur Sache, denn AMG hat auch noch ein bisschen da drin rumgewerkelt. Das heißt, die Vorderachse hat ein paar andere Schenkel bekommen. Das Setting ist ein bisschen anders geworden. Das heißt, das Ganze ist mehr AMG, als der C400 je sein könnte. Insgesamt ist der Motor so optimiert worden, dass wir eine gesteigerte Drehfreude, dadurch auch mehr Dynamik haben als zum Beispiel im C400. Und genau wie der C400 ist es auch ein 4MATIC, also kein typischer AMG mit purem kräftigen Heckantrieb, sondern mit einer permanenten Momentenverteilung von 31% auf der Vorderachse und 69% auf der Hinterachse. Dazu hat er natürlich auch größere Bremsen bekommen, die an die Leistung angepasst sind.
die kompletten Dämpfer aus dem C63, das heißt auch die komplette Drive Select Einstellung dafür. Einziges Problem und auch wirkliches Erkennungsmerkmal, wo man immer erkennt, dass der C43 kein richtiger AMG ist, ihm fehlt leider die Funktion Race. Das C-Klasse Cabriolet kostet im Vergleich zum Coupé so ca. 7.000 € Aufpreis. Das heißt, das normale C-Klasse Cabriolet, was nicht mit AMG oder sonst was zu tun hat, sondern einfach so ein kleiner C180 Vierzylinder ist, der fängt bei knapp 42.000 € an. Für die AMG Light-Variante muss man natürlich deutlich tiefer in die Tasche greifen und auch für die richtige AMG-Variante mit 510 PS und krawalligem V8 Biturbo. Wir haben uns jetzt mal ein schattiges Plätzchen gesucht und so kann ich euch nicht nur Auge in Auge gegenübertreten, sondern auch den Innenraum besser zeigen. Hier haben wir einiges, was man einfach mal erwähnen kann und einiges, was wir generell schon kennen. Fangen wir einfach mal bei dem offensichtlichsten an und zwar haben wir hier AMG Sportsitze, die kennen wir schon. Kennen wir auch schon aus anderen Videos, setzen wir euch natürlich alles unten in die Infobox. Und materialtechnisch haben wir hier sehr viele verschiedene. Anfangen tue ich einfach mal mit dem herausstechendsten und das ist in diesem Fall die Carbonoptik, die sich hier befindet, in einem Silberton gehalten und nicht in einem dunklen Ton, wie wir es sonst oft sehen. Dahinter verbergen sich natürlich wieder Gadgets und Verstauungsmöglichkeiten, wie wir das schon kennen. Was wir ebenfalls an Materialien finden, sind am Lenkrad nicht nur Leder, sondern auch in diesem Fall Mikrofaser für mehr Grip sozusagen. Und auch wenn wir uns zum Beispiel von der Mittelkonsole mal ein bisschen aufschauen, sehen wir Leder immer mit abgesetzten roten Ziernähten. Die finden wir auch schon an den Sportsitzen. Hinzu kommt noch hier und da so ein bisschen Edelstahl, entweder, wie wir es zum Beispiel bei den Rahmen sehen, glatt oder aber gebürstet. Und auch zum Beispiel Techniksachen wie dieses 8,4 Zoll Display kennen wir schon und finden wir natürlich auch im Cabrio. Und apropos Cabrio, kommen wir doch einfach mal zu den Eigenschaften, die sich nicht in jedem Fahrzeug befinden, sondern speziell nur im Cabrio. Und das ist, sagen wir mal, dieser kleine Bereich hier. Hier befinden sich nämlich die 3 Knöpfe, die uns oben ohne fahren lassen, wenn wir den möchten. Zum einen haben wir einen separaten Knopf ganz links, um alle Fenster gleichzeitig zu öffnen bzw. zu schließen. Dann natürlich das eigentliche Dach. Und wir haben auch noch einen Knopf für Windschutz vorne sowie hinten. Wie immer habe ich auch auf dem Rücksitz Platz genommen, um jetzt mal für euch zu testen, wie viel Platz ich denn habe. Und ich muss sagen, es geht, sobald man aber 10 cm größer ist als ich. Ich bin 1,70, wird, glaube ich, etwas kritisch von der Kniefreiheit. Aber was noch viel wichtiger ist, vor allen Dingen in einem Cabrio, wie ist es denn überhaupt hinten zu sitzen und wie sind die Windverhältnisse dabei? Und das Ganze testen wir jetzt gerade. Fabian fährt schon, noch sind alle Windschutz drin und ich werde jetzt meine Haare loslassen, damit ihr so ein bisschen einen Indikator habt. Wir testen es mal. So ist es ohne, bei ganz normalen Geschwindigkeiten, sag ich mal. Fabian hat gleich nochmal die Gelegenheit, ein bisschen mehr Gas zu geben. Und ihr seht, hier bewegt sich einiges. Jetzt machen wir die Windschutz mal hoch. Und ich lasse den Hahn wieder freien Lauf. Also es ist etwas weniger Haar, aber ich glaube, hier hinten profitiert man davon längst nicht so wie vorne. Aber ich glaube, jede Frau mit langen Haaren kennt sowieso, in einem Cabrio muss immer eine Mütze oder ein Haargummi mit. Weil es so schön war, machen wir das Ganze jetzt nochmal. Allerdings natürlich von vorne, da ist es ein bisschen ersichtlicher wahrscheinlich. Also man sieht, so bei knapp 50 km/h ist jetzt noch nicht so wirklich viel los. Wenn wir allerdings etwas schneller fahren, dann werden die Haare ja, etwas durcheinandergewirbelt. Jetzt fahren wir das Windschott mal hoch. Wie gesagt, vorne und hinten. Und also ich persönlich sehe eigentlich keine Bewegung mehr, also nur so minimal. Und jetzt wirklich der entscheidende Faktor bei wirklich wieder 100, kaum etwas.
Kommen wir jetzt aber zum wesentlichen Fahreindruck des C43 Cabriolet. Ich nenne das ja immer so gerne neckisch AMG Light, weil einfach AMG tut so ein bisschen was, aber spendiert halt nicht den passenden Motor. Und das ist aber gar nicht böse gemeint, denn er macht trotzdem richtig Laune und man hat eben nicht das Gefühl, direkt von der Maschine übermannt zu werden, weil wenn man den V8 Biturbo aus dem C63 mal eine Sekunde unbeobachtet lässt, dann treibt er eben quer und man ist unter anderem mal in der Leitplanke drin, wenn man nicht aufpasst. Das kann einem, zumindest mal subjektiv betrachtet, hier im C43 eher weniger passieren, auch wenn er ziemlich hecklastig ist. Das heißt, auch mal so einen leichten Schlenker erlaubt. Das macht dann dementsprechend auch Laune, aber kostet A nicht so viel in der Anschaffung und kostet auch B nicht so viel Nerven wie auch Reifen. AMG Light heißt aber auch, dass ein bisschen was geändert wurde, wie gesagt, an der Vorderachse. Die Lenkung ist für mich ziemlich zackig und ziemlich akkurat beim Einlenken, was wirklich viel Spaß macht, auch wenn es nur Vierradantrieb ist und keine Heckschleuder. Also da ist schon an den richtigen Stellschrauben gedreht worden, dass man es auch wirklich AMG nennen darf. Dann haben wir ja, wie gesagt, hier auch nochmal die Settings vom C63 übernommen, was natürlich dementsprechend ein bisschen mehr Spaß macht. Das heißt, wir haben auch eine deutliche Spreizung zwischen Eco, Komfort, Sport und Sport Plus. Also wirklich Komfort, da kann man hier wirklich einen Kickdown machen. Das passiert relativ wenig. Wie gesagt, also es ist ziemlich gefahrlos hier mit dem C43. Allerdings natürlich Sport und Sport Plus. Da kommt wieder diese AMG durch und man hat auch ein bisschen mehr Dampf. Und klar, Thema Sound kommt er nicht an den V8 Biturbo ran, aber so ein V6 hat natürlich auch seine Vorzüge. Ich erinnere da nur allzu gerne an die Ekstasen, die der F-Type auslöst und der C43 kommt da schon ziemlich nah dran. Zum C-Klasse Cabriolet allgemein kann man schon mal sagen, es ist ein Cabriolet, das auch als Coupé genutzt werden kann. Und auch wenn man es offen fährt, aber nicht so durchgewirbelt werden will wie in einem Roadster, dann kann man ja die Windschutz hochfahren und hat trotzdem, ja, sagen wir mal, die Perücke bleibt sitzen. Das heißt, es ist ein sehr komfortables Cabriolet, das auch, ja, gediegenen Menschen passen sollte. So, aber hier der C43 ist nichts für gediegene Menschen, der ist schon mehr was für Leute, die mit ihrem Cabriolet auch mal ein bisschen Spaß haben wollen, ein bisschen knattern wollen, aber dabei nicht ständig, wie zum Beispiel im C63, um den Führerschein oder um die Gesundheit zu fürchten, weil dieses Auto einen permanent umbringen möchte. Nein, im C43 ist das ein bisschen gediegener, aber man kann trotzdem sehr viel Spaß haben und es ist auch was für die Ohren dabei. Bevor ihr uns verlasst, geht wie immer noch mal kurz das Wort an euch. Wie findet ihr das neue Mercedes-AMG C43 Cabriolet? Wäre es etwas, was ihr euch zulegen wolltet? Und wenn, mit den kleinen 3 Buchstaben AMG hinten dran oder doch eher nicht? Schreibt das alles gerne unten in die Kommentare. Wir mischen wie immer mit und natürlich danken wir euch fürs Zuschauen. Wenn euch das Video nämlich gefallen hat, dann gebt dem Ganzen doch einen Daumen hoch. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Und wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, dann tut das doch jetzt. Dann sehen wir uns nämlich auch beim nächsten Mal wieder und ich würde mich freuen. Bis dann. Ciao.